Liebe Kunstfreunde, hallo, hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich male heute ein Aquarell und zwar eine schöne romantische Winterlandschaft. Dazu habe ich mir ein Stück Aquarellpapier genommen und einen großen Pinsel und bestreiche das jetzt mit reinem Wasser. Als Unterlage habe ich mir eben einen Gegenstand drunter gelegt, damit dieses Blatt so circa 45 Grad Winkel hat, denn das hilft dann beim Aufbau der Landschaft, weil die Farben ja bekanntlich dann nach unten fließen, wenn es schräg gestellt ist. Das bitte ich hier auch zu beachten. Und jetzt werde ich mir blaue Farbe mit etwas Schwarz zu einem Winterblau mischen, um den Himmel da zu gestalten, beziehungsweise diese blaue Farbe wird dann eine hauptsächliche Farbe in diesem Bild werden. Und ich fange oben an und lasse die Farbe schön nach unten fließen. Ich baue mir da jetzt so ein bisschen eine Struktur auf, damit dann im Endeffekt auch eine Landschaft entsteht. Dazu versuche ich da Ebenen zu schaffen, einmal den Hintergrund und dann die Landschaft als solches von der Tiefe her aufbauen und der Vordergrund dann wird auch wieder etwas kräftiger. Ich stelle mir schon ungefähr so eine Landschaft mit Bäumen und einem See vor, aber das wird noch eine Weile in Anspruch nehmen, bis ich das genau aufgebaut habe. Man kann auf jeden Fall erkennen, wie die Farbe sich nach unten bewegt auf diesem Papier. Man legt es bei der Landschaftsmalerei eigentlich immer auf 45 Grad. Dazu könnt ihr auch eine Tischstaffelei benutzen, wenn ihr eine habt. Aber ihr müsst es nicht unbedingt machen. Ihr könnt auch so wie ich eine kleine Schachtel darunter legen oder irgendeinen anderen Gegenstand, ein Buch, wie auch immer, um dann entsprechend diesen Winkel zu erhalten und euer Papier da drauf zu legen.
Ich habe mir auch ringsherum einen Rand abgeklebt, einen ziemlich breiten. Und ich arbeite hier weiterhin mit dem großen Pinsel. Ich lege da immer wieder Farbe nach und im Laufe der Zeit kann ich das immer besser strukturieren. Rechts und links arbeite ich jetzt eine Reihe von Bäumen ein. Aber das ist aktuell noch sehr silhouettenhaft. Man kann aber schon erkennen, auf der rechten Seite die Bäume, da ist die Farbe nach unten geflossen und das kann ich benutzen sozusagen als Spiegelung in einem See mit etwas roter Farbe als Beigabe. Möchte ich noch diesen Rosé- und Rotton in den Himmel einbringen und ziehe das auch etwas mit in den Vordergrund, damit sich die Farbe auch hier widerspiegelt. Ab und zu tupfe ich den Rand, wo sich die Farbe sammelt, mit einem Krepppapier ab, wie ihr gerade gesehen habt. Nun habe ich das trocknen lassen, ganz in Ruhe, und werde es weiter bearbeiten. Ich beginne das Blau-Schwarz des Himmels nochmals zu intensivieren. Der Vordergrund wird etwas dunkler, denn das ist ja dem Betrachter am nächsten gelegen und hat sehr intensive Farben. Mit dem Pinsel zeichne ich jetzt noch einmal ganz grob diese Baumreihe nach. Und das Blatt ist zwar immer noch ein bisschen feucht, hat noch eine Feuchtigkeit in sich, wirkt aber trotzdem dann schon so weit getrocknet, dass ich da intensive Farbe aufbringen kann, ohne dass es läuft. Und inzwischen habe ich auch diesen Winkel weggenommen und arbeite auf der horizontalen Tischfläche. Auf der rechten Seite werde ich nun den Wald mit dunkler Farbe nachziehen und auch die Bäume schon ein bisschen detailreicher gestalten.
Und nun kann man schon eine Perspektive erkennen in dem Bild. Auf der linken Seite nochmal eine Ergänzung, wieder in etwas dunklerer Farbe, über die vorausgegangenen Farbschichten legen. Und das wird jetzt so fortgeführt, damit ich das perspektivisch dann einordnen kann. Auch auf der rechten Seite begradige ich das noch etwas und benutze eine noch dunklere Farbe von der Tönung her, die ein bisschen den Untergrund bezeichnet. Am unteren Bildrand bringe ich ebenfalls diese dunkle Farbe ins Spiel und lasse da entsprechende Silhouetten entstehen. In diesem Fall wird es dann das vordere Seeufer darstellen. Da kann ich jetzt Steine oder Pflanzen dann hinmalen. Mit einer kleinen Plastikkarte ziehe ich aus dieser frischen Farbe heraus dann Äste und Pflanzenteile. Das lässt sich da gut gestalten mit so einem Stück Plastikkarte. Das ist eine interessante Technik, wie ich finde, denn da kann man schon so ein bisschen strukturieren in der Farbe und kann diese auch benutzen, um da ganz neue Elemente draus entstehen zu lassen. Mit einem relativ dünnen Pinsel kann ich das Ganze noch ergänzen. Und mit der Karte kann man dann in diese Farbe wiederum hineinritzeln, zum Teil die Farbe auch wegschieben, um den Gegenstand, je nachdem, was es darstellen soll, dann plastisch hervortreten zu lassen.
Mit einem Pinsel, den ich vorher in pures Wasser getaucht habe, habe ich jetzt so ein bisschen Farbe wieder davon entfernt, um einfach die Plastizität zu erreichen. Es soll einen großen Stein darstellen. Das ist dann eine weitere Methode, indem man mit einem feuchten Pinsel, der nur in Wasser getaucht war, eben das herausarbeiten kann. Hier benutze ich noch einmal die Plastikkarte, ziehe Gräser und mit dem Pinsel nehme ich wieder etwas Farbe weg. Auch mit dem Krepppapier kann man drauf tupfen, Farbe entfernen. Hallöchen. Mit der Plastikkarte habe ich jetzt noch mal bei den Bäumen ein bisschen eine Kante gesetzt, ergänze das aber noch mal mit dem dünnen Pinsel. Mit ganz wenig Farbe versuche ich jetzt einen Horizont anzudeuten. Der ist ja ganz hell, weil er im Hintergrund natürlich sich bewegt. Ungefähr so in einem Drittel des Bildes. Mit Wasser und einem Pinsel nehme ich jetzt Farbe wieder etwas weg
Und zwar auf dieser Horizontlinie, auch im Himmel mache ich das dann ergänzend dazu, auch etwas heller, um somit zu erreichen, dass das wie so ein Lichtschein wirkt. Das Gleiche erfolgt dann im Bereich des Himmels, indem ich da eine ganze Linie heller mache. Und noch eine zweite hellere Linie im Himmel bei dieser graublauen Farbe. Das gefällt mir jetzt schon mal sehr gut. Das ist eine richtig hübsche kleine Winterlandschaft, so wie man sich das vorstellt. So ein bisschen diffuses Licht und so Lichterschein. Eine kleine Linie ergänze ich noch auf der linken Seite, um diese Landzunge im See ein bisschen besser abzubilden. Und die Perspektive wird dadurch auch besser. Auf der rechten Seite bei den Bäumen werde ich da auch noch eine minimale Linie reinziehen, damit man sieht, dass das so aufeinander zugeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal, eure Anne Bross.